Hallo Werkzeugfans, willkommen bei Gotoz TV. Mein Name ist Sebastian und ich habe den Roman, den Geschäftsführer von Starmix dabei. Wer Starmix nicht kennt, das sind die Sauger, die eigentlich gar keinen Beutel brauchen. Das ist die Firma, die fast allen anderen Saugerherstellern auf dem Markt hilft, wirklich gut saugen zu können. Und was Starmix mit einem Händetrockner zu tun hat, das klären wir in diesem Video. 1921, Stuttgart. Eine kleine Fabrik für Staubsauger und Gebläse. 4 Jahre später erfinden sie ein Gerät, das heute auf jeder Autobahntoilette hängt. Den Warmluft-Händetrockner. 1948 dann der Gamechanger, der Starmix. Deutschlands erste schnell laufende Küchenmaschine. Wirtschaftswunder-Ikone. Kult. Selbst Willy Brandt soll eine gehabt haben. Heute Hightech-Sauger für Handwerk und Industrie auf Baustellen in ganz Europa. Made in Schwaben. Über 100 Jahre Firmengeschichte. Und der Chef sitzt heute hier. Roman Gorovoy, Geschäftsführer von Starmix bei GoTools TV. Wir haben uns vor kurzem erst kennengelernt und zwar hast du mich quasi von der Messe weggefangen. Das fand ich ganz lustig. Du kamst quasi auf mich zugestürmt, sagst, Sebastian, wir müssen reden. Warum hast du gesagt, Sebastian, wir müssen reden? Ja, ich verfolge schon seit langer Zeit deine Videos, ob das jetzt GoTools ist oder auch andere Aktivitäten. Ich selber als Geschäftsführer und Inhaber von Starmix denke, dass es einen guten Fit geben könnte zwischen uns. Warum? Starmix ist eine 100 Jahre alte deutsche Traditionsmarke, die aber in sich wirklich sehr, sehr innovativ ist, was ihre Produkte anbetrifft. Auch die Philosophie, wie wir arbeiten, wie wir mit unseren Kunden auch umgehen. Und ich glaube, es ist Zeit, dass mehr Leute von uns erfahren. Ja? Und als ich dich gesehen habe, ich glaube, das war so eine Fügung, habe ich gesagt, jetzt muss ich mit dir reden. Und um einen gemeinsamen Plan zu schmieden, wie können wir Starmix bekannter machen in Deutschland. Du hast mich ja quasi überfallen an dem Tag. Ich wäre fast schon in einem anderen Dreh gewesen. Ich war, glaube ich, sogar wirklich ganz kurz davor. Und das, was du vorhin gesagt hast, was du eben gerade gesagt hast, stimmt auf jeden Fall. Denn es ist, wir haben uns gut verstanden. Ja, also wir haben uns in dem Moment, habe ich schon gemerkt, da ist irgendwie jemand, der also als Geschäftsführer noch sehr jung ist. Ja, also bist du ja wirklich, wie alt bist du jetzt? 44. Ja, und wie viele Jahre machst du das schon? 21. Ja, das ist ja der pure Wahnsinn, wenn man sich das überlegt. So jung als Geschäftsführer da bei so einer Firma auch zu sein und sie auch durch viele interessante Zeiten zu führen, möchte ich mal sagen. Und das fand ich einfach spannend. Ich fand es einfach spannend, Mensch, da ist jemand an so einer Position schon so lang. Du entwickelst diese Firma jetzt seit 20 Jahren weiter. Und seit 20 Jahren ist es so, dass viele, glaube ich, der Zuschauer draußen eure Produkte nutzen, ohne es zu wissen, oder? Ja, das stimmt. Ja, ich weiß gar nicht, darfst du es offiziell sagen, für wen ihr herstellt? Ja, ich kenne jetzt unsere Verträge nicht, aber ich glaube, es gibt viele namhafte Elektrowerkzeughersteller, die unsere Sauger haben. Und in der Tat vor 20 Jahren, um vielleicht mal ein bisschen auszuholen, Elektrostar war deutlich kleiner als heute und kam eigentlich von Haushaltsgeräten. Ich sage Elektrostar, weil der Firmenname ist Elektrostar, aber Markenname ist Starmix. Und der Starmix, der kam von der sehr bekannten Küchenmaschine aus den 50er Jahren, Anfang der 50er Jahren, dem Starmix. Es gibt auch tolle Lieder dazu auf YouTube immer noch zu sehen, aus der damaligen Zeit. Also die Firma war durch und durch von ihrem DNA im Bereich der Haushaltsgeräte und ein bisschen Reinigung. Vor 20 Jahren ist aber so, dass dieses Segment schon fast komplett tot war. Die Firma aber ein ganz tolles Produkt hatte, den IS-Sauger, Industriesauger. Einer der ersten oder der erste quadratförmige Profisauger mit Filterabreinigung. Also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, weil früher sahen Sauger alle anders aus. Genau, die waren alle rund. Genau, vor 15, 20 Jahren, ja. Genau, und wir haben tatsächlich, wir hatten einen ganz tollen Entwickler, den Eugen Bruntner, und er hatte diese Plattform entwickelt. Das ist unser Legacy-Produkt, ja. Und schon damals haben viele OEM-Kunden bekannte Namen
Auch Bosch zum Beispiel kann ich jetzt nennen, weil wir da den Sauger nicht mehr an Bosch liefern, der GAS 25, ein ganz berühmtes Produkt. Sie haben das Produkt aufgenommen und wir waren damals wirklich 80% des Umsatzes liefern im OEM-Segment. Und wir haben uns entschieden, damals auf dieses Thema zu setzen, also auf Industriesauger, auf Handwerkersauger und andere Themen wie Haushaltsgeräte, aber auch Hände- und Haartrockner nach hinten zu schieben. Ja. Und wir haben auch dann entschieden, den StarMix, mehr Fokus auf StarMix zu setzen. Und heute ist es so, dass OEM immer noch sehr wichtig ist, aber StarMix weit über 60% des Geschäftes ausmacht, ja, worauf wir natürlich sehr stolz sind. Trotzdem arbeiten wir sehr eng mit unseren OEM-Kunden zusammen. Ich möchte eine Sache kurz, ich habe viele Fragen, aber ich möchte mit einer Sache kurz aufräumen. Du bist ja Geschäftsführer dieser Firma. Ja. Und die meisten Geschäftsführer sind relativ weit weg vom Produkt, weil es auch nicht so einfach ist, wirklich nah am Produkt zu sein. Und ich fand es beeindruckend. Wir haben uns vorhin von dir ein paar Produkte angeschaut. Du hast eine Neuheit mitgebracht, über die wir uns jetzt noch nicht reden dürfen. Aber du warst so tief drin, als wenn du es gefühlt mitentwickelt hättest. Das fand ich sehr, sehr gut. Also weil du bist wirklich ganz nah am Produkt, am Kunden dran und du verstehst dein Produkt auch wirklich. Und das, was man bei einem Geschäftsführer gar nicht erwarten würde. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich glaube, das ist der große Unterschied zwischen großen Firmen und Konzernen und noch kleinen Firmen, Mittelständlern, die es schaffen, mit der ganzen Organisation näher am Kunden zu sein. Und ich glaube, das ist der Schlüsselpunkt. Das ist auch unser Wettbewerbsvorteil. Wir möchten den Kunden besser verstehen und schneller die Kundenwünsche, die Probleme, die haben, in reelle Lösungen umzusetzen. Denn wir wollen nicht Features verkaufen, sondern irgendwelche Leistungsdaten, sondern Lösungen. Ja? Und wir haben vorher über das eine Produkt gesprochen und ich habe dir da eine Lösung gezeigt für ein ganz konkretes Problem. Und das haben wir gemeinsam mit unserem Team in einer engen Abstimmung erarbeitet. Und wir haben einfach flache Strukturen. Ja? Also wenn man bei uns im Büro ist, dann laufe ich tagtäglich an unseren Produkten vorbei. Ich bin ganz nah an unserer Produktentwicklung. Ich schaue mir die Produkte an und gebe immer wieder mein Feedback. Und mein Feedback ist nicht technischer Natur. Ich bin technisch ich bin eine absolute Flaute, oder wie sagt man das? Also ich verstehe das nicht. Also, was du meinst. Ja, aber ich bin kein Native Speaker, aber ich bin Pflaume. Nee, sag mal auch nicht. Egal. Also eine Null würde ich eher sagen. Eine Null, ja, genau. Ich bin technisch nicht so versiert, aber ich glaube, ich habe ein gutes Gefühl für Usability. Ja, also wie muss ich etwas anfühlen? Wie fixiere ich ordentlich den Schlauch, Gabel? Wie soll sich ein Schalter anfühlen und solche Themen? Ja, also wie nutzt man ein Produkt? Wobei ich handwerklich, und das ist wirklich meine Schwäche, und da muss ich gucken, dass ich die Lücke schließe, ich bin zu selten auf den Baustellen und im Feld draußen. Und da muss ich besser werden. Aber jetzt habe ich lang gesprochen, in der Tat ist es so, ich bin sehr, sehr, sehr eng am Produkt und ich liebe es, unsere Produkte vorzustellen. Ja. Das hat man gemerkt. Du warst da mit vollem Elan und Einsatz dabei und das sind teilweise diese Kleinigkeiten, die einen Unterschied machen und das Beste hast du zum Schluss aufgehoben gehabt, aber leider dürfen wir es ja nicht erzählen, ja. Ich muss sogar unterschreiben, dass ich auf keinen Fall was sage, was ja auch alles richtig ist. Auf jeden Fall kann sich der Zuschauer auf was sehr Spannendes freuen. Bald, irgendwann mal. Also da möchten wir nicht zu weit gehen, aber eine Sache, bevor wir über die Sauger, und ihr habt ja noch andere Dinge im Produkt, sprechen. Ein bisschen ist der Name auch irgendwie komisch, oder? Weil für einen Sauger, den Namen StarMix, das ist so ein Punkt, wo ich mir sage, so, also nicht, dass der Name schlecht ist, aber ich würde das Wort StarMix nicht mit einem Sauger verbinden, oder? Ja. Im ersten Moment. Es macht natürlich Sinn, was Altes mitzunehmen. Richtig. StarMix kommt vom StarMixer, von der Küchenmaschine. Und wir haben vor 10 Jahren eine sehr heiße Diskussion geführt. Sollen wir den Namen killen und fallen lassen? Sollen wir unser Heritage nach hinten schieben sozusagen und neu durchstarten oder bauen wir
bauen wir da um den Namen tatsächlich eine Story auf. Und was ist Starmix? Starmix, vorweggenommen, wir haben uns entschieden, wie man sieht, jetzt den Namen zu behalten. Warum das immer noch in heutige Zeit und zu uns passt? Wir sind ein Star-Team. Wir sind ein Team von coolen Leuten. Wir haben eine ganz tolle Company Culture, also Unternehmenskultur. Wir haben tolle Mitarbeiter, die für die Marke brennen. Wir sind echte Stars. Ja? Und das sage ich auch den Mitarbeitern. Denn wir haben was geschafft, was wir nicht für möglich gehalten haben. Ein deutsches Unternehmen, ein Traditionsunternehmen, was völlig am Abgrund stand, umzudrehen und in die Zukunft zu führen. Das ist das Erste. Dann haben wir aber auch unsere Star-Produkte. Ja? Also Produkte, die absolute Benchmarks sind in ihren Preisklassen. Da sind echte Stars. Ja? Aber da sind auch unsere Kunden, da sind auch unsere Stars, die für uns sehr wichtig sind. Wir arbeiten für diese Kunden und leben eigentlich von deren Zuspruch an unseren Produkten. Und das ist der Starmix. Also, okay. Ja, also das so schließt sich der Kreis. Und manchmal entstehen Namen auch und dann sind sie einfach so. Genau. Ja. Das ist ja auch kein schlechter Name, so wollte ich das gar nicht sagen. Ja. Nur man würde das jetzt erstmal nicht nativ damit verbinden. Ja. Ich habe ja vorhin gesagt, ihr produziert ja auch für andere, im OEM-Geschäft, das heißt andere namhafte, ihr beliefert quasi oder stellt sie mit den anderen zusammen her oder für sie her. Wenn der Zuschauer wissen möchte, welche Geräte es sind, braucht man eigentlich nur auf eure Webseite schauen. Wenn man bei euch auf die Webseite schaut, sieht man genau die Formen und die erkennt man dann schon wieder. Ja? Genau. Auch wenn wir jetzt vielleicht nicht den Namen sagen. Meine Frage ist, warum ist Starmix oder ist ein Starmix-Sauger der beste Sauger, den ich kaufen kann? Ist das überhaupt so? Du hast mir vorher gesagt, keine Marketing-Floskeln. Deswegen machen wir jetzt das ehrlich. Ja? Also unsere Sauger, ich glaube, es hängt davon ab, welche Anwendung du suchst und was du an einem Produkt haben möchtest. Es gibt Leute, die gelegentlich mit Produkten arbeiten, die vielleicht auch etwas knapper beim Budget sind und für die ist ein Parkside-Sauger der beste Sauger. Ja? Es gibt Kunden, die eine nachhaltige Investition tätigen. Es gibt Kunden, die sehr viel Wert legen auf den Workflow, also auf effizienten Arbeitsprozess, auf eine saubere Umgebung, auf Verlässlichkeit und auch mit wirklich harten Anwendungsfällen in Berührung kommen. Und das ist Starmix. Ja? Und da sind wir meiner Meinung nach schon die Besten, ich würde mal sagen, die universellsten. Unsere Sauger können mit allen möglichen Schlauchdurchmessern für alle möglichen Staubarten, ob es Holz ist, ob es Gips ist, ob das egal was ist, können damit verbunden werden. Es gibt eigentlich kaum Einschränkungen. Wenn wir jetzt die Produkte anschauen wie iPulse mit der elektromagnetischen Filterabreinigung, demnächst kommt ein Upgrade mit einem potenzierten neuen Filter. Also da erreichen wir Abreinigungsgrade, ja, die einfach die besten sind im Markt. Was heißt das für den Anwender? Dass er einfach weniger den Filter tauschen oder sauber machen muss. Was heißt das für den Anwender? Dass er auch einfach kontinuierlich hohen Luftstrom hat und damit saubere Arbeitsumgebung hat. Weniger Zeit danach verbringt, um etwas sauber zu halten. Ja? Und da denke ich schon, dass wir das Benchmark sind. Ja, das sind wir. Für diese Anwendungsgruppe, aber nicht für alle. Ich verstehe. Wenn wir jetzt mal nur von Zahlen sprechen, ist es so, weil du warst vorhin schon sehr enthusiastisch, auch gerade bei deinem neuen Produkt, ist es so, dass wenn wir jetzt nur von Stärke sprechen, meinetwegen Unterdruck, ist es so, dass eure Geräte so normal im Markt mitschwimmen oder ist es so, dass sie eigentlich den besten Unterdruck eigentlich im Markt in dieser Klasse bieten? Ja, also wir haben meist die gleichen Turbinen. Also unsere Turbinen sind ein bisschen leistungsfähiger. Wir setzen auf 1600 Watt Turbinen, haben also mehr Luftstrom und Unterdruck.
Die meisten anderen Firmen sind bei 1200, 1400 Watt. Aber der Kern ist gar nicht die Turbine, der Kern ist, wie dicht ist der Sauger gebaut, wie dicht ist das System gebaut. Und ich hoffe, du kommst mal bei uns vorbei und wir gehen an die Produktionslinie. Du wirst sehen, dass jedes Produkt bei uns 100%ig auf Funktion und Leistung und Sicherheit geprüft wird. Und wir sehen, dass jedes Gerät wird dann auf Unterdruck geprüft. Und da kannst du sehen, dass die alle, die vom Band laufen, 240 bis 260 reell rauskommen. Ja? Also reell kommen sie da raus und wir liefern das. Und das ist sehr gut, ja? Also am Behälter, nicht an der Turbine. Das heißt, wir haben sehr wenig Verluste, weil die dich bauen. Und das bringt dir den Vorteil. So, und dann kommt der zweite Vorteil, wir haben die größte Filterfläche von, wir sprechen über Zahlen, können wir sagen, okay, was ist das Beste an uns? Okay, was ist das Beste? Das ist die größte Filterfläche. Was bedeutet die größte Filterfläche? Das ist dein Sicherheitspolster, wie lange ein Sauger saugen kann, bis er anfangen muss abzureinigen. Und wenn der Filter dann belegt ist, also das heißt, wir können länger durchhalten, dann stellt sich die Frage, wie reinige ich ab? Ja, da gibt es Firmen, die reinigen mit Luftumkehr, dieses Pop-Pop. Ja, dann kennen alle, zum Beispiel, wenn du so einen Bohrfix nimmst oder irgendeinen Saugadapter, dann fliegt er gleich ab, ja, weil der Luftstrom ständig unterbrochen wird. Oder du reinigst mit Elektromagneten ab, indem Ventil erstmal einen Filter zumachen, vom Luftstrom trennen, dann vom anderen. In der Zeit, wo der Luftstrom nicht anliegt, werden die Filter abgereinigt. Damit hast du einen kontinuierlichen Luftstrom und das gibt dir einfach Vorteil dann in der Anwendung. Ja? Also das ist ein deutlicher Vorteil und unsere Filterabreinigung, sie ist unabhängig von, wie voll der Behälter ist, wie groß der Schlauchdurchmesser ist, etc. Ja? Also funktioniert aber besser. Perfekt auch zu sehen mit feinem Holzstaub. Ja? Da sind wir mit Abstand die Besten im Markt. Also einfach nachweislich. Ja? Dann brauche ich jetzt wir müssen nicht ständig mit Beutel arbeiten, wie das die anderen machen. Ja? Also da bin ich jetzt so, sagen wir mal, wir haben ein Problem, wenn der Staub extrem fein ist und wenig auf den Filter draufkommt, weil wir brauchen Gewicht auf dem Filter. Damit wir durch die Abreinigung, also durch dieses Abrütteln, wir brauchen Masse, die wir beschleunigen. Wir über 300 G, also ja, Beschleunigung wir haben das gemessen tatsächlich auf einem Institut, werden die Partikel, also die Krafteinwirkung findet Krafteinwirkung auf die Partikel statt. Aber natürlich, du brauchst eine gewisse Masse auf dem Filter, damit das Ganze runterkommt. Ja? So, das ist das eine. Also wir haben gesprochen über das Thema Unterdruck, Luftleistung, dann sprechen wir, das Thema Filterabreinigung ist sehr wichtig. Aber andere Themen, Reichweite zum Beispiel vom Gerät. Was ist eine Reichweite? Wir haben immer 5 Meter, also bei unseren Top-Geräten 5 Meter Schlauch. Die längsten Schläuche, die längsten Kabel. Ja? Gibt es ja eine sehr große Variabilität in dem Bereich. Und dann geben wir, also du hast ein gutes Gerät, was verlässlich funktioniert, dann willst du auch sagen, dass es lange funktioniert und dann geben wir auf alle Produkte 3 Jahre Garantie, ohne dass du dich irgendwo registrieren musst und sonst noch etwas. Ja? Also auch für die gewerbliche Nutzung. Das ist natürlich auch ein Wort. Ja, also das sind so die Themen. Wir haben auch klare Schwächen. Bin ich offen, also zum Beispiel die alten Produkte, die älteren oder die aktuellen, die sind noch nicht optimal im Bereich der Usability. Du hast jetzt aber was Neues gesehen, was irgendwann dann mal kommen wird, was viele Themen adressiert. Das heißt also das Thema Design und Usability und so, da sind einfach andere Firmen, auch Systemgedanke zum Beispiel ist ganz wichtig. Da gibt es Unternehmen wie Festool, die da einfach einen ganz tollen Job machen und wir schauen uns das an und lernen daraus, ja. Wenn du, Systemgedanke ist ein wichtiges Thema, wenn ich jetzt einen StarMix-Sauger mir kaufe, kann ich ihn überhaupt irgendwie an mein Werkzeug anschließen? Ja, also den kannst du anschließen, indem du früher eine Standardmuffe nimmst und dann viel Klebeband. Und dann, Klassiker. Genau, und dann kannst du es überall anschließen. Also wir haben jetzt wir führen dieses Jahr ein neues Quicks-Zubehörsystem ein, Schnellwechselsystem. Wir haben dazu schon 4 Muffen entwickelt und schauen jetzt nochmal, was fehlt. Also wir möchten tatsächlich, leider ist es so, dass die Elektrowerkzeugsteller sich nicht auf einen Standard einigen können.
Ich weiß nicht warum, aber das ist halt so, ja. Jetzt haben wir, ich glaube, 4 Muffen, die wahrscheinlich so 70%, 80% alle Werkzeuge abdecken. Mhm. Es gibt eine Vision von einer Universalmuffe, die auf alles passt, aber bis jetzt ist es noch nicht gelungen. Also das will ich eine Vision, weil die Durchmesser sind so unterschiedlich teilweise. Ja. Das ist ja schwierig, aber wenn du sagst auf mindestens mal 70% und den Rest macht dann das berühmte Gaffertape, ja, wie man es immer so schön sagt. Genau. Und wer hat das noch nicht gemacht, ja? Den Sauger so angeschlossen. Aber es ist schon wichtig, dann auch was Passendes zu haben für seine Geräte, ohne Frage. Und dann gibt es vielleicht zweites, weil du sagst auch, wichtiges Thema System. Und dann, wir sind ja losgelöst, also für uns Systematisierung der Hersteller, dass sie sich abkapseln in ihrem System, ist eine große strategische Gefahr. Mhm. Die haben wir erkannt vor 5, 6 Jahren. Und die größte Gefahr, die es bei uns gab, tatsächlich, dass in Verbindung mit der Akkutechnik, dass es kein Kabel mehr gibt, das den Sauger einschaltet. Und jeder Hersteller versucht über direkte Bluetooth-Verbindung hier eine Lösung zu finden. Ich habe gesagt, das kann doch nicht sein. Das ist für uns ja, damit ist Starmix ja weg vom Markt und das wird uns wieder zu dem OEM-Hersteller, rein OEM-Hersteller degradieren, ist jetzt kein schlechtes Wort, ist ja ein gutes Geschäft, aber du weißt, was ich meine. Ja? Und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen eine Fernsteuerung. Wir müssen irgendwie gucken, dass unser Sauger anläuft, wenn ein Akkuwerkzeug von einem anderen Hersteller anläuft. Und wir waren die ersten im Markt, die einen automatischen Start-Stopp, also Cordless Control, entwickelt haben. Und keiner weiß es. Keiner weiß es. Ich weiß, wir waren mit Abstand die ersten, lange vor allem, gut, es gab dann irgendwann ein Festool mit An- und Ausschau als Knopf. Also ist ja eigentlich keine Rocket Science, es ist einfach eine Fernbedienung, die gibt es ja schon seit, ich weiß nicht, 100 Jahren, ja, also an Geräten. Nee, das war tatsächlich, also wir haben am Schlauch den Sensor angebracht und dann, als das Werkzeug anlief, hat es über Vibration erkannt, dass das Werkzeug läuft und hat ein Signal gesendet. Wir waren die Ersten. Jetzt haben natürlich viele aufgeholt. Das war das zweite Thema System. Also das erste Thema haben wir gesagt, das Thema Muffen. Das zweite Thema war Cordless Control. COCO nennen wir das. Und das dritte Thema ist tatsächlich die Kompatibilität mit den Werkzeugboxen. Ein ganz wichtiger Punkt. Und dann haben wir eine coole Adapterplatte Unifix entwickelt. Die kommt auch bei Kunden super an. Da kannst du im Prinzip die gänglichen Boxen fixieren. Also die wird auf unseren Sauger drauf fixiert und von dort aus kannst du dann aufbauen. Das sind so Gedanken, die natürlich uns auch bewegen. Ja. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, passt auf diesen Adapter drauf L-Box, das heißt Bosch, Metabox, Metabo, Thanos, das würde bedeuten Festool. Genau. Wie ist es mit Makita? Weiß ich jetzt das gar nicht. Muss ich prüfen. Ich glaube Makita, ich bin mir nicht sicher. Entweder Makita oder Dewalt, irgendwas von den beiden geht noch, aber also sehr viele passen drauf. Ja, wir können es auch, wir liefern das nach und blenden das hier unten ein, das ist kein Problem. Und wenn man sich jetzt das, was du gesagt hast, jetzt mal anschaut, heißt das jetzt Folgendes. Wenn ich in irgendeinem System bin, ja, bei welchem Hersteller auch immer, kann ich wahrscheinlich Folgendes machen. Ich kann den Sauger mir kaufen, kann die Box aus meinem System adaptieren und ich kann den Sauger an meinem Gerät anschließen. Das heißt, ich bin nicht mehr gefangen, um es mal so zu sagen, in meinem Werkzeughersteller, meinem präferierten Werkzeughersteller vielleicht, sondern könnte dann auch ein Starmix Sauger nehmen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, dass, also wirklich, wenn ich es richtig verstanden habe, dass ihr eine extrem gute Filterabreinigung habt, was sehr wichtig ist, sehr hohen Unterdruck habt, also einen ehrlich nachgemessen sehr hohen Unterdruck habt und eigentlich das beste Gesamtpaket damit liefert. Das ist wenn ich das mal zusammenfasse. Also ja, das ist das Ziel, das ist unser Versprechen, das hast du sehr gut zusammengefasst und unsere Verkaufszahlen zeigen, dass wir das auch liefern. Wir haben
wir gehen so weit, dass wir uns in andere Systeme reinhacken. Versuchen tatsächlich auch sicherzustellen, dass ein Festool-Schlauch mit Starmix-Gerät betrieben werden kann, ja, reinpasst. Dass wir an andere Werkzeuge von Herstellern auch, dass wir da gut mitspielen, integrieren mit den, also das ist unser Ziel, also dass wir mit den wichtigsten Marken gut funktionieren. Bestes Beispiel dafür ist unser Vorabscheider. Genau, lasst uns zum eurem Heldenprodukt kommen. Genau, Ja? Ganz viele, ich denke, viele Zuschauer, Zuhörer werden Starmix eigentlich nicht gekannt haben, also wahrscheinlich nicht gekannt haben, vor allem die Jüngeren, ja, die Küchenmaschine und die Vergangenheit gar nicht kennen, aber auf einmal steht auf diesen Vorabschein überall Starmix drauf. Ja? Und das war wirklich so ein Lucky Punch, wie man heutzutage so sagt. Auf einmal ist das in aller Munde gewesen. Ja, das war eine super Sache. Ja, also es ist, wir sind selber überrascht von dem Erfolg des Produktes und auch sehr dankbar, muss man sagen, ja, also dass uns das gelungen ist und dass die Kunden so ein positives Feedback geben. Also wenn wir die Bewertungen auf Amazon anschauen, die sind beeindruckend gut, sind richtig gut. Mir ist gerade was Interessantes eingefallen, was ich dir nachher noch zeigen muss dazu. Auch was Neues, genau. Auch was Neues, das müssen wir auf jeden Fall machen, weil ich glaube, da gibt es noch sehr interessante Entwicklungsmöglichkeiten im Segment, werde ich dir zeigen. Vielleicht ganz kurz vorweg, ich habe gerade mal so einen Gedanken durchgezählt, ich habe 5 Stück davon im Einsatz. Ja? Also ich habe 5 Stück hier im Haus verteilt, wir haben ein relativ großes Gebäude, aber wir haben das überall an jeden Stellen irgendwo und ich schätze es enorm, dass ich das einfach nehmen kann, jetzt endlich auch auf Bosch. Ja? Das heißt, Bosch-kompatibel, ich kann es einfach auf meinen Bosch-Sauger auch drauf tun, weil das ist ja das, was jetzt, wir reden jetzt ja mit dir als Starmix, aber ihr habt das System ja so gebaut, dass ich auch Starmix fremde Sauger das darauf adaptieren kann, nutzen kann. Insbesondere brauchen die Starmix fremden Sauger dieses System, weil deren Filterreinigung nicht so gut ist. Das heißt, wir helfen den wettbewerbsfähiger zu sein. Das ist gegenüber. Es ist eine sehr harte Aussage. Ich verstehe, was du meinst, weil ich glaube, viele, die noch keinen Vorabscheider benutzt haben, verkennen den Mehrwert. Der größte Mehrwert für mich ist, ich sehe, wann es voll ist. Ja. Das ist aber eigentlich nicht der Kernnutzen. Der Kernnutzen ist, dass sowohl, wenn man Beutel einsetzt, die Beutel weniger, also deutlich später erst überhaupt getauscht werden müssen, aber vor allem der Filter hält dadurch gefühlt für immer. Also gefühlt, nicht wirklich für immer, aber Äonen und gerade bei euch ja noch länger, aber auch bei Wettbewerbern dann deutlich länger, als er es sonst machen würde. Und das ist ein Effekt, den darf man nicht unterschätzen. Genau. Und ich glaube, einmal das darf man nicht unterschätzen und man darf die Komplexität des Produkts nicht unterschätzen. Der beliebteste Kommentar ist, die Kiste kannst du für 10 Euro bauen. Ja? Also, oder alle Teile zusammen können keine maximal 4 Euro kosten, habe ich mal gelesen. Ja, wenn ich das lese, ich weiß nicht, warum ich da emotional bin, das sind eigentlich völlig egal, was andere Leute schreiben, aber die verkennen, wie viel Ingenieurleistung in so einem Produkt drinsteckt, wie viele Versuche in so einem Produkt drinstecken, Werkzeugkosten und Investitionen, ja, in hohen, wirklich insignifikanten, auch 6-stelligen Bereichen, aber auch, wie teuer die Bauteile eigentlich sind. Keiner weiß, dass zum Beispiel alle schwarzen Teile an dem Teil aus antistatisch leitendem Material gemacht sind, also elektrisch leitend oder antistatischem Material gemacht sind. Der Schlauch alleine, ist wirklich teuer. Also dieses Schlauchstück, dann die Haube, das muss alles antistatisch leitend sein. Das muss sehr gut mit dem Sauger zusammenspielen, dass im Prinzip hier keine Aufladung stattfindet und man nicht gewischt bekommt. Und alleine das verursacht schon einen erheblichen Kostenaufwand, um so ein Produkt auf die Beine zu stellen. Das ist der Vorabscheider nicht perfekt ist, wissen wir. Wir haben auch Ideen, wie wir das weiterentwickeln. Aber es ist ein tolles Produkt. Kernvorteil, wie du schon gesagt hast, du kannst sehen, was in den Sauger reinkommt. Du kannst viel schneller entleeren, ohne dass du Sauerei machst.
Und du bist einfach, du hast kontinuierlich hohen Luftstrom. Ja. Genau. Das ist ein gutes Produkt. Und war davor eigentlich nur für Metabo-Sauger, System, Metabox-System und Thanos gedacht und jetzt auch L-Box als zusammen mit GoTools als Partnerschaft. Ich glaube, das ist wir sehen, dass das Produkt super gut ankommt. Wir sind da sehr happy. Ja, ich finde es interessant, dass du, wir hatten vorgesagt, bitte kein Marketing-Sprech, ja, und du versuchst das wirklich absolut durchzuziehen. Du sagst, naja, das Produkt ist nicht perfekt. Das muss man klar sagen. Der Vorabscheider von euch hat eine Vorabscheiderate, haben wir nachgemessen, von 99%. Also noch besser ist ja quasi, als wenn er dann schon fast den Sauger zumacht, ja. Also wenn er sagt, ich behalte jetzt alles. 99% finde ich enorm gut. Es gibt noch jetzt könnte man noch sagen, Kleinigkeiten an der Benutzung, aber das ist im ersten Wurf ein so ausgereiftes Produkt gewesen, das kann ich wirklich sagen, aber ich habe das gesehen, ausprobiert und war Wahnsinn, ja. Was ist denn da jetzt los? Hat so in der Form eigentlich keiner auf dem Markt. Wir können ja offen sprechen, Festool hat ja ein ähnliches System auf dem Markt, funktioniert auch sehr gut, aber halt eben nur für Festool. Auch in einigen Sachen finde ich es nicht so gut in der Benutzung, muss ich ehrlich sagen. Gerade wenn man es leer machen möchte, ist das so ein bisschen hakelig da. Finde ich eures angenehmer. Es hat mich sehr beeindruckt, wie es kam raus, ohne großes Getöse, was ich schade finde. Hätte mir fast mehr Getöse gewünscht. Und es hat einfach funktioniert. Und der Punkt, den du angesprochen hast, der ist extrem wichtig, nämlich das Thema Antistatik. Viele Lösungen, die man kauft, die man auch so im Aftermarket oder irgendwo sich kaufen kann, die bedenken nicht das Thema oder haben keine Materialien, die das möglich machen. Und ganz viele da draußen haben ja mindestens ein M-Klasse-Sauger, das heißt, sie haben einen Antistatik-Schlauch, haben eine Antistatik-Ableitung und so weiter und so fort. Aber es kommt ein Vorabscheider davor, der das unterbricht. Und das haben viele, glaube ich, gar nicht so auf dem Schirm. Ja? Und da ist es wichtig, dass du das nochmal dazu sagst. Wenn man euren Vorabscheider nimmt, ist die Antistatikfunktion 100% erhalten. Genau. Und auch bei Bosch-Systemen zum Beispiel, auch mit den ganzen Muffen, haben wir speziell darauf geachtet, dass das auch funktioniert. Ja. Genau. Und dann gab es zum Beispiel ein anderes Problem. Okay. Wirklich erzählen. Und das ist ein Thema, was uns viel Zeit gekostet hat, um das zu lösen. Mit Starmix hat das Ding super funktioniert. Und dann plötzlich kamen Reklamationen im Markt, dass die Sauger mit Luftumkehr stauben. So, wie funktioniert das? Was heißt stauben? So, wir haben den Deckel zugemacht. Wir hatten eine normale Dichtung, die für uns gereicht hat. Aber die Sauger mit Luftverkehr, die blasen dagegen. Ja. Und die Klappe, die Dichtung war nicht fest genug, nicht fest genug. Ja. Und deswegen ist die Klappe nach oben gesprungen, ja, und es kam staubseitlich raus. Ja. Riesenthema. Wir haben in der ganzen Welt nach so einer blöden Dichtung gesucht, die wirklich dann gepasst hat. Die muss durch eine Dichtung, leg doch irgendeine Dichtung rein und dann passt das. Die muss bei Kälte funktionieren, die muss bei Wärme funktionieren, die muss bei Feuchtigkeit funktionieren. Die darf nicht altern, also das heißt UV-Licht, Einstrahlung, damit das auch hält. Also das ist ein Riesenthema, ja, sowas, um einfach mal eine Dichtung zu finden. Natürlich kann man es alles einfacher machen, aber unser Kundenversprechen ist anders. Ich habe dir vorher auch erzählt, was sind so die Kernmarkenwerte oder Kundenversprechen. Das ist einmal das Thema Gesundheitsschutz. Unsere Produkte müssen die Gesundheit schützen. Das ist die bessere, Produktivität. Also wir unterstützen bei höheren Produktivität. So ein Vorabscheider spart Geld, du bist produktiver und so weiter. Und das ist auch Investitionsschutz. Ja? Also dass du etwas kaufst, was funktioniert. Und deswegen musst du, also dieses Dichtungsthema gehört zum Thema einerseits Gesundheitsschutz. Du willst nicht, dass der Staub rauskommt. Klar. Und das Thema Investitionsschutz. Ja? Also dass dir das Ding jetzt nicht irgendwie nach 2 Jahren dann aufhört zu arbeiten und du irgendeine neue Dichtung kaufen musst. Ja, ja absolut. Übrigens, weil du vorhin das Thema Preis angesprochen hast, es ist ja eine ganz einfache Rechnung. Wie oft muss ich diesen Vorabscheider füllen,
weil eine Füllung ist quasi ja etwa auch ein Staubbeutel. Ja, vielleicht ein Tick weniger, je nachdem, oder ein Tick mehr, aber so in etwa. Und was kostet ein Staubbeutel? Das ist eine ganz einfache Rechnung, wo du merkst, dass, also wenn du regelmäßig so einen Sauger auch nutzt, ist das eine Sache von einem halben Jahr spätestens. Ja. Also als Professional vielleicht sogar nur Monate und schon hat sich das rentiert. Wir haben es gerechnet, also im Durchschnitt bist du in einem Jahr hast du Kosten drin. Also locker. Locker, also vor allem, wenn deine Filterabreinigung nicht so gut ist. Und dann kommt dabei ein weiterer Gedanke. Der ist wirklich sehr interessant. Haben wir uns nicht was geschaffen, was dazu führt, dass die guten Sauger gar nicht mehr gefragt werden. Mit guter Filterabreinigung. Okay. Ja, und dann, weil du kannst ja so ein Ding auf weiß nicht, 0850 Sauger nehmen, ja, für 200 € und funktioniert. Ja, einigermaßen muss halt immer wieder dann Filter dann trotzdem mal ausklopfen, aber deutlich weniger als davor. Und da kommt nochmals genau der Unterschied zwischen Zielgruppen. Also die Baustelle, die ist ja vertikal. Ja, du musst ja flexibel bleiben, du musst beweglich bleiben. Es ist einfach nicht immer angenehm, statt einem Sauger, relativ kompakten Sauger, noch immer den Vorabscheider mitzuschleppen, ja, und drauf zu satteln und so weiter. Und deswegen sagen wir uns, nee, also unsere Sauger, auch die neuen Entwicklungen, die machen, wir bleiben weiterhin in diesem Top-Segment. Also unsere Sauger müssen, und das ist der Anspruch auch an unsere Technik- und Entwicklungsabteilung, die müssen auch ohne Vorabscheider funktionieren, auch ohne Beutel. Ohne Vorabscheider, ohne Beutel, mit jeder Staubart. Ja. Um einfach das Thema Usability zu verbessern. Ja, du kaufst ein Produkt und läufst. Und trotzdem hast du den Vorabscheider. Es gibt bei uns auch Mittelklasse-Geräte mit keiner kontinuierlichen Filterabreinigung, sondern mit der Abreinigung in der Arbeitspause. Jetzt hast du dir so ein Gerät gekauft und möchtest doch irgendwo Hardcore-Anwendungen machen, dann kaufst du dir Vorabscheider on top. Also, du hast gerade was Interessantes gesagt, nämlich du hast gesagt, man kann eure Sauger auch ohne Beutel benutzen. Ja. Und das wird ja eigentlich überhaupt nicht empfohlen normalerweise. Also normalerweise sagt man, Beutel ist wichtig und der Filter und der Leiter filtert doch so stark. Liegt das daran, dass eure Filterabreinigung so viel besser ist? Dass du sagst, eigentlich geht das auch ohne? Ja, wir haben vorher über Filterabreinigung gesprochen. Wir reinigen mit Schlagkraft ab, also elektromagnetisch. Du hast vorher unser neues Produkt gesehen und hast gesagt, wir halten das die Filter aus. Ja, das stimmt. Ja, dieses hört sich ja teilweise wie Maschinengewehr ab. Es gibt so Kritikpunkte, also auch Wettbewerb. Das ist eine der Kernargumente, die kommen und sagen, laut ist schlecht und kann gar nicht lange halten. Gibt es immer das Argument. Hält aber super. Unsere Filterkassette ist extrem robust in einem festen Kunststoffkörper, qualitativ wirklich top gemacht. Genau. Und die Kernfrage war, wir haben jetzt gesprochen. Warum kannst du ohne Beutel arbeiten? Genau, ohne Rütteln, genau. Und die Filter sind so robust, dass die einfach durch diese hohen Staubmengen und diese Belastung einfach nicht kaputt gehen. Ja, also die gehen nicht kaputt, das ist das Erste. Das Zweite ist, die Filterabreinigung funktioniert besser als bei dem Wettbewerb, das habe ich schon gesagt, durch dieses Prinzip, ja, also durch den wir arbeiten, also je mehr Staub, desto besser eigentlich für uns, ja, also weil wir dieses Gewicht mögen, ja, und das dann abgereinigt bekommen. Es kommen neue Filter raus, die dann nochmals jetzt besser sind. Dieses Jahr werden sie eingeführt. Und deswegen brauchst du eigentlich keinen Beutel. Ja? Also du kannst ohne Beutel arbeiten und sehr viele arbeiten, also ich würde mal sagen, 70-80% unserer Kunden arbeiten ohne Beutel. Und wenn der Filter dann irgendwann doch, weil man das was Feuchtes gesaugt hat, sonst noch etwas belegt sind, dann nimmst du die Filter raus, dann wäschst du die einfach aus im Wasser, lässt die abtrocknen, wieder rein, fertig. Ja. Das ist im Prinzip die. Was mir vor längerer Zeit mal aufgefallen ist, wo ich, aber da habe ich nie drüber nachgedacht,
ist folgendes: Wenn man viele andere Sauger nimmt, die machen die Abreinigung mit Unterdruck. Das heißt, der Sauger muss zu sein, er muss geschlossen sein, es muss eigentlich am besten alles dicht sein. Und dann kann er wirklich über Unterdruck den Filter abreinigen. Bei euren Saugern. Gegen Luft, genau. Mit der Luft, genau. Bei euren Saugern, ich habe aber nie drüber nachgedacht, habe ich es häufiger so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich habe den Sauger jetzt ausgekippt und so weiter. Und habe ich ihn hochgenommen und habe mir die Filter angeguckt und habe ich ihn bewusst abgereinigt, um zu sehen, wie das runterrieselt, weil ich es einfach interessant fand. Genau. Aber stimmt, das ist mir nie aufgefallen, stimmt, das muss ja gar nicht dicht sein. Und es rüttelt einfach, man sieht ja wirklich sehr eindrücklich auch, wie das da runterrieselt und wie das dann weggeht. Also jeder, der einen Sauger von euch hat, mal ausprobieren. Genau. Das ist wirklich erstaunlich. Genau, das ist auch ganz toll zu visualisieren, auch in den Messen oder auch generell kann das jeder sehen, wie das läuft. Du sagst richtig, du nimmst das aus dem Behälter raus, das heißt, da ist kein Unterdruck, gar nichts da. Also es wird einfach mechanisch abgereinigt. Ja? Das ist der große Vorteil. Und bei Gegenluft, du musst einfach mit kleineren Schläuchen arbeiten. Ja, für viele Leute ist es gar kein Problem. Aber wir haben Kunden zum Beispiel, die kaufen sich auch die großen Schläuche, 49 mm und machen damit irgendwelche großen Arbeiten. Also mit einer Abreinigung mit Gegenluft, da wirst du nichts abreinigen, ja, wenn da so ein Riesenloch ist. Ja, da musst du den Schlauch zumachen und dann abreinigen. Ja, dann funktioniert das. So, und das ist klarer Vorteil. Und dann haben wir ja gesprochen, also wir haben jetzt unseren berühmten Borfix, einer der besten bewerteten Produkte auf Amazon von Starmix. Kleine Bohrstaubabsaugung, 2-Kammer-System potenziert, kannst Löcher bohren, super sauber und an der Wand bleiben keine Rückstände. Dann haben wir jetzt auch eine größere Version davon gemacht, Borfix 60 mit so Klappen, die aufgehen, damit du mit Multitool arbeiten kannst. Ja, auch ganz cooles Produkt, aber auch noch unbekannt, total unbekannt. Das ist so ein bisschen die Krux an Starmix, auch das Potenzial, ja, was wir haben. Und diese Systeme, die am Schlauch hängen, sozusagen, und sich ansaugen, die können mit Luftumkehr gar nicht arbeiten. Du musst also zum Beispiel, wenn du mit Multitool arbeitest, mit diesem Borfix 60, musst du bei einem Sauger vom Wettbewerb Filterabreinigung abschalten. Ja. Sonst geht das gar nicht. Ja? Also, sonst fällt es halt ab. Genau. Bei uns kannst du es machen ohne Probleme. Ja. Weil die Technik anders ist. Warum kennt man Starmix nicht? Wenn das alles so gut ist, das hat so gut, um wahr zu sein. Also ihr habt die besten Sauger, sage ich jetzt einfach mal, aber warum kennt euch keiner? Naja. Also keiner ist sehr böse gefragt. Ich glaube, es gibt Leute, die uns kennen. Wir sehen das auf den Messen. Wir haben sehr viele zufriedene Kunden. Ich glaube, das ist die Flucht eines kleinen Unternehmens, relativ kleinen Unternehmens mit begrenzten Budgets, das einfach vorsichtig navigieren muss. Ja, und denn jede Investition in Brand und Markensichtbarkeit erfordert Mittel, auch Erfahrung, Menschen, die sich damit gut auskennen. Und das alles ist, wie sagt man, rares Gut für Unternehmen wie Elektrostar. Ich wünsche mir, ich habe in meinem Berufsleben auch parallel Startups aufgebaut, wo es ganz anders war, wo sehr viel Geld zur Verfügung stand. Da hat man natürlich ganz andere Möglichkeiten gehabt und ich wünsche mir auch, dass Starmix irgendwann die Möglichkeit bekommt, einfach mal mit Budgets, wirklich mit habhaften Budgets ihre Marke aufzubauen. Das haben wir aber nicht. Also wir müssen vorsichtig und achtsam navigieren. Wir hatten schwierige Zeiten jetzt im Jahr 23, 24, wo jetzt diese Baukrise kam und unsere OEMs sind komplett kollabiert vom Umsatz her. Und das ist herausfordernd, auch hier in Deutschland mit dem Standort, mit dem ganzen, jeder kennt das ja. Deswegen, aber man muss schon, die Frage ist schon gut. Ich stelle mir auch die Frage, jetzt habe ich natürlich so den Klassiker gemacht, alle sind schuld außer uns, ja, mehr oder weniger, ja.
alles, Bedienungen sind schlecht und so. Wir müssen einfach smarter sein. Ja, deswegen sitzen wir auch da und sprechen da auch mit GoTools und mit euch, um hier genau dieses Manko auszugleichen. Ja? Ich glaube, dass Starmix, wir sind der letzte wirklich deutsche Staubsaugerhersteller, so mit der Fokussierung. Ja? Und ich glaube, wir haben großes Potenzial. Wir wollen trotzen, also dieser ganzen Trends aus Deutschland auszuziehen, wegzuziehen und Richtung Asien zu gehen, wo jetzt schon die meisten Elektrowerkzeughersteller drin sind. Ich glaube, wir können in Deutschland immer noch geile Produkte fertigen. Wir haben ein gutes Team, junge Leute, Ingenieure, die sind heiß auf Innovationen, auf neue Produkte und je mehr wir verkaufen, je mehr Starmix gekauft wird, desto mehr geile Produkte können wir machen. Also ein Aufruf an die Zuschauer, kauft Starmix, genau. Damit ihr noch mehr gute Produkte bekommt. Ich fand es übrigens vorhin im Vorgespräch sehr schön, wie mit wie viel Respekt du vor dem Mitarbeiter gesprochen hast, der damals euren ersten Sauger hergestellt hat oder sich erdacht hat, sage ich jetzt mal, ja. Das war auch eine schöne Geschichte, dass jemand den Sauger sich ausgedacht hat, ja, und der die Firma halt auch mitgetragen hat. Eugen Brundner, ja. Ja, das ist auch eine schöne Geschichte. Aber Starmix ist ja nicht nur Sauger. Also bis jetzt haben wir die ganze Zeit nur über Sauger gesprochen. Und ihr habt ja auch noch zum Beispiel einen wie sagt man, Warmhändetrockner? Warmluft-Händetrockner. Warmluft-Händetrockner. Ja. Aber da kommen wir vielleicht ganz zum Schluss zu. Ja. Aber Starmix hat auch andere Produkte. Und zwar, ihr habt auch noch das Thema, was relativ nah dran ist, Luftreinigung. Ja. Und auch noch, ich vergesse den Namen, wie sagt man das? Kehrmaschinen. Kehrmaschinen, genau. Aber kommen wir ganz kurz mal zum Thema Luftreinigung. Oder Staubreinigung aus der Luft. Genau. Ja. Das habt ihr auch noch als Produktpalette. Genau, also wir haben vor 3-4 Jahren haben wir gesagt, wir hatten Geschäftsfeld Handwerkersauger. Dann haben wir gesagt, nee, müssen wir größer denken. Das Geschäftsfeld heißt staubfreie Baustelle. Ja, und wir suchen nach Möglichkeiten, zum Gesundheitsschutz beizutragen, Baustelle sauberer zu halten, auch Produktivität zu erhöhen. So, was haben wir gemerkt? Wir haben gemerkt, egal wie gut der Sauger ist, es bleibt immer Staub in der Luft. Ja? Und dann kam natürlich auch die Idee von einem Luftreiniger, das wirklich als so ein endlich mal zu einem Must-Mitnahmeprodukt wird. Ja? Also das auch von Kosten her keine 1.500, 2.000 Euro kostet, sondern in einem fairen Preisbereich ist und genau, und mit entsprechenden Funktionalitäten, das auch Starmix, also zu Starmix gut passt. Und dann haben wir den Aerox entwickelt, so vor einem Jahr in den Markt eingeführt. Cooles Produkt. Es hat das beste Verhältnis zwischen Luftleistung, 750 Kubikmeter pro Stunde, zum Preis im Markt. Und ich glaube, dass das Gerät großes Potenzial hat, wenn das entdeckt wird. Ja? Warum ist es wichtig, einen Luftreiniger zu benutzen? Ich komme nochmal zurück. Wir haben Tests gefahren, gibt es auch ein Video auf unserer YouTube-Seite, wo man das sieht. Arbeiten ohne Absaugung, mit Absaugung und dann mit Luftreiniger. Und dann haben wir Staubpartikel in der Luft gemessen. Und wir sehen, dass der Staubsauger, also wenn jetzt 100% die maximale Kontamination ist, dann erreichst du mit Staubsauger kannst du dann um 80% reduzieren. Aber der gefährliche Staub, 20% ist weiterhin in der Luft. Und das ist da, wo der Aerox reinkommt. Ja, wenn du den einschaltest, sofort gehen die Werte runter und das Ding hält einfach die Luftsauger. Der gefährliche Staub ist doch der, den du nicht siehst. Das ist ja eigentlich das, was man denkt, ja, es staubt ja nicht. Den siehst du auch nicht. Ja? Also den atmest du ein und dann hast du irgendwann eine Staublunge, ja, irgendwie nach 20, 30 Jahren Arbeit. Ja? Und das
Krebs oder andere Themen. Ja, und das müssen wir halt beseitigen. Genau, also Irox ist auf jeden Fall ein interessantes Produkt. Werden wir auf jeden Fall uns überlegen, was wir da noch an interessanten Produktergänzungen hinzufügen können zu diesem Feld. Ja. Zum Thema Luftreiniger, was man nicht unterschätzen darf, ist, jetzt mal unabhängig vom Thema Gesundheit, was ein Riesenbereich ist, ja, ist es, wenn ich das nicht habe, wenn ich keine Raumluftreinigung habe und eine hohe Staubkontamination. Was passiert dann? Die Werkstatt wird dreckig. Das heißt, überall setzt sich der Staub ab. Genau. Und erstmal ist die gesamte Werkstatt dreckig, was Kosten nach sich zieht, weil irgendwann muss ich sie sauber machen. Und jetzt könnte man auch sagen, naja, aber wie schlimm ist das denn? Dann mache ich es mal einmal sauber. Wenn ich überlege, ich habe gestern so viel geschliffen und so viel gefräst, hatte keine ordentliche, ich hatte zwar eine Raumluftreinigung, aber die hat halt nicht dieses Volumen gehabt. Das heißt, du musst ja auch gegen den Raum anarbeiten. Ja, ich habe einen sehr, sehr großen Raum. Das hat überhaupt nicht gereicht. Aber was passiert in der Folge? In der Folge, der Staub setzt sich, aber er wird ja immer wieder verwirbelt. Das heißt, der einmal im Raum bleibende Staub wird jedes Mal wieder verwirbelt, jedes Mal wieder, wenn ich zum Beispiel einen Staubsauger anschließe, es ist ja so, dass der Staubsauger auch Abluft hat. Die Abluft ist zwar super gereinigt, aber die verwirbelt ja auch die Luft im Raum. Wieder wird der Staub und dann atmet man das wieder ein. Das heißt, die Raumluft sauber zu halten, ist ein wirklich auch nachhaltiges Thema. Und ich muss sagen, es ärgert mich kolossal, wie dreckig gerade meine Werkstatt ist. Und ich weiß, was es mich jetzt kostet, an Zeit, die wieder sauber zu machen. Und ich hätte mir gewünscht, ich hätte das System gehabt. Du hast mir gesagt, dass man sogar für größere Räume auch nochmal stapeln kann. Genau. Dass man sagt, man kann vielleicht 2 oder sogar 3 Geräte aufeinander stapeln und hat dann wirklich vielleicht 1500 oder über 2000 Kubikmeter, die ich in der Stunde da durchziehen kann. Genau. Und das merkt man dann schon. Ja? Und natürlich gibt es große Industriegeräte. Ohne Frage, die sind Kubikmeter groß, aber erstens sind die natürlich nicht mobil und zweitens haben die häufig nochmal einen anderen Preispunkt. Genau, die sind deutlich teurer. Ja. Und wir wollten einfach einen attraktiven Preispunkt behalten. Und du hast es gut dargestellt. Ich habe ja die Werkstatt vorher gesehen und es ist eine Herausforderung, das zu reinigen. Und natürlich kannst du sagen, naja, ich habe Zeit und reinige das, ja, klar. Aber ich glaube, Gesundheit, das ist das Thema. Ja. Und eigentlich gehört zu jeder Baustelle. Wenn du rausgehst und Staub produzierst, muss da immer so ein Luftreiniger drin sein. Genau, ist natürlich die Frage, was ich mache und wie viel ich mache. Wenn ich jetzt nur ein Loch bohre irgendwo, wird es in der Regel nicht notwendig sein. Ich möchte ganz kurz, weil es mir gerade einfällt, eine Sache nochmal nachschieben zum Thema, man braucht keinen Beutel. Und zwar den Zuschauer auf eine Sache hinweisen, wenn wir von einem M-Klasse-Sauger sprechen, dann kann man das machen. Ab H ist Pflicht. Ja, also ab H muss man eigentlich, weil wie willst du dann den Staub rauskriegen? Ja, sehr guter Punkt. Vielen Dank, dass du das ansprichst. Also du hast 2 Möglichkeiten. Also du brauchst, du musst staubarm entsorgen. Staubarm oder staubfrei, ich weiß nicht, wie die Formulierung ist. Und bei unserem Sauger, sogar im Asbestbereich, sind wir zugelassen, um mit Kunststoffbeuteln zu arbeiten. Also da steht ein Kunststoffbeutel drin. Ja, also das heißt, du hast keinen geschlossenen Beutel, sondern du hast einen offenen Beutel. Und das heißt, die Filter sind exponiert, reinigen alles ab und so. Und dann machst du den Kunststoffbeutel zu und schmeißt es weg. Es passt deutlich mehr Staub in einen offenen Beutel rein, als in einen geschlossenen. Vor allem, wenn du mit geschlossenen arbeitest, Beuteln, die fühlen sich auch nicht so gut, ja, vor allem mit Feinstaub, ja, das ist immer das Problem, dass sie dann zugehen und so weiter und dann hast du die Luftleistung ist nicht so gut und deswegen arbeiten bei uns sehr viele Kunden tatsächlich mit offenen Kunststoffbeuteln. Ja. Das ist immer wirklich sehr auch im Heilbereich, sogar im Asbest. Ja. Hätte ich überhaupt nicht gedacht. Ja. Interessant. Weil ich dachte, das ist absolut Pflicht, dass du mit dem Beutel arbeiten musst. Aber das, was du sagst, macht natürlich Sinn, weil du musst es aufmachen, und dann mit dem Kabelbinder wahrscheinlich zu. Und dann Kabelbinder zu und dann schmeißt du es weg. Ja. Interessant. Okay. Wir haben jetzt den Sauger gehabt, wir haben den Luftreiniger gehabt und wir haben jetzt noch die Kehrmaschine. Genau. Also wir machen, um vielleicht nochmal hier auszuholen, wir haben staubfreie Baustelle als Segment und dann haben wir Reinigung als Segment, also Reinigungsgeräte und dann haben wir Sanitär, Händetrocknen.
Zum Bereich Reinigungssysteme gehören also Allrounder Nass-Trockensauger dazu. Ja? Also so richtig gute Geräte, auch Pumpsauger und so. Das sind so ein Thema. Und weiteres Highlight sind unsere Kehrmaschinen. Also mit einem besonderen Überwurfprinzip, die im Prinzip erlauben, sowohl Fein- als auch Grobschmutz fördern. Also Flaschen, Dosen, sonst noch etwas, alles passt da rein, Laub. Wir haben jetzt mega geiles Produkt letztes Jahr rausgebracht, die Duroswip-Kehrmaschine. Kehrmaschinen gehörten früher zu unserem Geschäft gar nicht, sondern das war die Firma Hager und die haben wir dann irgendwann übernommen, 2011. 2010. Und dann habe ich die übernommen und leider keine Due Diligence gemacht, technische Due Diligence, und habe festgestellt, die Produkte sind qualitativ bei Hardcore-Anwendungen sozusagen doch nicht auf unserem Niveau und das haben wir jetzt korrigiert. Und die Duroswip ist so die erste Kehrmaschine, die wirklich Starmix entwickelt hat. Super Gerät mit CRS-Akkus, gibt es ohne Akku und mit Akku. Und wir sind mit der zu Fuß, also unsere Mitarbeiter, der Ralf, der ist mit die war also zu Fuß von Ebersbach gelaufen nach Nizhany, nach Tschechien, zu unserem Werk, wo die produziert wird, in Tschechien. Das sind 450 Kilometer über mehrere Tage. 450 Kilometer? Genau. Man hat die geschoben sozusagen, ja. Okay. So. Um einfach zu zeigen, wie robust sie ist. Ja? Haben wir dann auch Filmchen gemacht und so und das war eigentlich ganz tolle Geschichte. Also super robuste Kehrmaschine. Wo kann man sie nutzen? Innenflächen sehr gut, Grobspäne, also das Ganze passt ganz gut. Außenflächen perfekt, also passt bei dir auch hier im Studio sehr gut dazu. Sie hat sogar eine Drehzahlstellung. Also das heißt, du kannst die Geschwindigkeit der Besen erhöhen oder reduzieren. So, wenn du das erhöhst, dann ist es, wenn du viel Fläche und so schweres Zeug und größeres Zeug einkehren möchtest. Schmutz, genau. Und wenn du aber etwas in der staubigen Umgebung bist, dann reduzierst du das auf minimale Drehzahl, dass die Besen einfach deutlich langsamer fahren. Ja? Und damit hast du zwar keine Absaugung, das wäre nicht ganz perfekt, aber trotzdem hast du nicht so eine große Staubaufwirbelung, wenn du so sehr in staubiger Umgebung bist. Also Duroswips sind super und sind für Industrie, Gewerbe geeignet, aber auch sehr viele Privatkunden. Ja, also auf den Messen führen wir das oft vor und dann kaufen das die Leute für ihren Garten und so. Also das ist echt tolle Maschine. Spätestens, wenn ich einen Hof habe oder so ein bisschen mehr Fläche, so gepflasterte Fläche, dann macht sich das perfekt. Schon bezahlt. Ich habe vorhin ein Video gesehen, das mir gezeigt, wo sogar Getränkedosen mit eingezogen wurden, also wirklich auch große, grobe Sachen. Das ist schon cool. Das muss ich unbedingt mal ausprobieren. Finde ich spannend. Hätte man jetzt erstmal auch gar nicht sofort dran gedacht, ja, dass ihr als jemand, der einen Sauger hat, auch so ein Gerät, weil es ist schon ein bisschen ab davon, auch im Einsatz habt, beziehungsweise vertreibt. Und dann kommt eure alte Vergangenheit. Ja? Genau. Das heißt, die Warmluft, Händetrockner, genau. Ja. Genau. Das ist ja wirklich wann wurden die entwickelt? 1900? 1924 wurde der erste weltweite Händetrockner produziert von uns. Das ist schon krass. Genau, ja. Gibt's also, der Erfinder kommt tatsächlich aus USA, also Patent auf Händetrockner oder auf so ein Gerät wurde in den USA angemeldet, irgendwann davor, aber wir sind die erste Firma, die es industriell tatsächlich produziert hat. Ja. Und wir haben immer noch bei uns im Office, herzlich willkommen, diese alte Maschine da hängen und die arbeitet noch. Das ist original quasi. Ja, genau. Also, die kam dann aus, ich weiß nicht, Ende der 20er Jahre wurde sie gebaut. Genau. Die hängt da original. Kann man ein ausschalten und Hände trocknen darunter, genau. Und wir sind in Deutschland bekannt für Händetrockner und oft sieht man uns auch in den Bädern so Schlauchgeräte also da steht Starmix drauf, also um Haare zu trocknen. Für dich weniger relevant, genau. aber Leute, die darauf achten, und so in Schwimmbäder gehen, sieht man.
Und wir führen das Segment weiterhin, weil wir einfach aus der Vergangenheit, in der Vergangenheit haben wir das gemacht und der Markt fragt immer noch danach und warum sollen wir das Feld ausgeben? Das ist auch so ein bisschen unsere DNA. Und was ist ein Händetrockner? Im Prinzip das umgedrehte Staubsaugergebläse, ja. So und noch ein bisschen Wärme dazu. Genau, ein bisschen Wärme dazu, ja. In der Tat ist es so, dass wir haben uns vor ein paar Wochen verabredet für den Termin heute und dass ich wirklich mal so ein Gerät draußen gesehen habe. Ich habe jetzt wirklich mal bewusst drauf geachtet und dann dachte so, ach, gucke, da ist er. Ja, der Warmluft-Händetrockner. Genau. Das ist ein schwieriges Wort. Okay, wenn wir jetzt mal nach vorne gucken, was wäre deine Vision für Starmix in den nächsten, 3 bis 5 Jahren? Was würdest du dir wünschen? Außer, dass alle eure Produkte kaufen. Ja, es werden ja niemals alle unsere Produkte kaufen. Also, wir haben eine Strategie. Wir haben eine Strategie, das Feld der staubfreien Baustelle aktiver zu bespielen. Und wir möchten, also wenn ich jetzt wirklich groß denke, dann sollten wir Synonym werden, ja, für staubfreies Arbeiten. Das wäre wirklich meine große Vision. Aber das ist ein langer Weg dahin. Also das ist mir klar und ich will jetzt da keine, also ich weiß, wie herausfordernd das ist. Ja. Klar. Und wenn wir jetzt über kurzfristigere Ziele sprechen, dann ist es natürlich die Steigerung der Markenbekanntheit. Es ist ganz wichtig, dass wir den Markt auch vorbereiten für das Produkt, was du heute gesehen hast. Weil ich glaube, dass es wirklich etwas ist, was den Unterschied sichtbar auch machen wird. Aber ich möchte nicht mehr nochmals den Fehler machen, wie mit Cordless Control, dass wir etwas Neues entwickeln, viele Investitionen investieren, also Geld investieren und dann keiner davon weiß. Ja? Also das heißt, wir müssen da uns einfach deutlich stärker aufstellen. Und ja, letztendlich wollen wir einfach gesund, nachhaltig wachsen und gerne auch hier in Deutschland. Wir investieren in unsere Produktion. Wir haben jetzt gerade 3 Spritzgussmaschinen gekauft, erhöhen die Fertigungstiefe. Unsere Fabrik in Tschechien läuft auch gut. Und das ist so unsere Welt, ja. Und ich möchte, dass sie sich gut weiterentwickelt. Ja? Und dass wir Zukunftsperspektiven haben, weil momentan einfach im Markt sehr viel Unsicherheit ist. Die Menschen verlieren Zuversicht, ja, in die Politik, in ihre Firmen, vielleicht sogar in sich selbst, ja, in der Situation. Und ich glaube, dass und das zeigt auch, also wenn man agil ist, schnell auf Marktanforderungen reagiert, vielleicht auch ein bisschen verrückt in der Selbstdarstellung und eng mit dem Markt zusammenarbeitet, ich glaube, da kann man noch wachsen, auch in einem schwierigen Markt. Ja? So, ich weiß nicht, ob ich die Frage beantwortet habe. Jetzt bin ich von Vision zu Ist gegangen, aber ja. Also ich wünsche euch auf jeden Fall mehr Bekanntheit, denn die Produkte sind wirklich sehr gut. Ja? Wenn ich mir die anschaue, ist es etwas, wo ich mir wünschen würde, dass es deutlich mehr Leute da draußen kennen würden. Und ich sage ja immer, kauf das Produkt, was am besten zu dir passt. Ja? Und Starmix sind nicht die günstigsten Geräte, aber die Preis-Leistung ist extrem gut. Das muss man sagen, weil die Leistung ist wirklich sehr, sehr gut. Ich würde mir wünschen, wenn ihr da draußen euch die Geräte mal anschaut, gerne auch unsere Videos dazu anschaut. Und ich bedanke mich, dass du heute da warst. Und ich würde sagen, spätestens in vielleicht einer gewissen Zeit, wenn das neue Produkt raus ist, sollten wir uns hier nochmal wiedersehen. Sehr gerne. Vielen Dank für das gute Gespräch und auch für dein Interesse.